Hi, grüß dich. Günther! Was ein schönes Boot. Das sieht saugemütlich aus. Ja, eine alte Dame, 100 Jahre alt. Wow. Kann ich mein Fahrrad irgendwo... Ganz vorne in einem Vorne Bug, ja, drauf? ja, klar. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht reinfalle. Ja, hier ist nicht tief. Günther, Hi, grüß dich. schön. Schön, Ja. dass wir die nächsten Tage miteinander verbringen. Ja, Freut mich gleichfalls. sehr. Freut mich auch. Das ist so schön hier. Lange habe ich mich darauf gefreut und es wird sogar noch schöner als erhofft. Die Reise geht los mit dem Hausboot auf dem Saarkanal. Im Osten Frankreichs, wo sich die Vogesen, das Elsass und das Saarland treffen, verläuft der Saarkanal. 63 Kilometer sind es vom einen Ende beim Rhein-Marne-Kanal bis zum anderen bei Saargemünd. Das Ganze wird ein paar Tage dauern, denn unser Boot ist schön gemütlich mit 8 Stundenkilometern unterwegs. Also wenn du schnell hier von A nach B muss im Auto fahren. Wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, ja. Also das ist ja auch mein Plan, dass ich ab und zu mal, wenn wir anhalten, dass ich mal ein bisschen die Landschaft erkunde und interessante Menschen treffe. Deswegen habe ich mein Fahrrad dabei. Und dann nimmst du mich hoffentlich wieder mit. Reine Preisfrage. Okay, Standard Köln steht dabei. Ja. Mein Kapitän Günther Mickan stammt aus Köln, aber auf Frankreichs Kanälen ist er schon lange unterwegs. Er kennt diese Gegend wie seine Westentasche. Das ist so, ich sag mal, meine Heimatstrecke. Ja. Von Pont-à-Mousson hoch. Ich habe hier viele Kumpels, die liegen hier mit Schiffen. Das ist halt bekannt. Das ist mal so eine gemütliche, Ja. so eine Strecke. Ne? Fährst du blind, kann man Ja, sagen. mehr oder weniger. Dieser Saar-Kohle-Kanal, der war in den 60er Jahren die meistbefahrenste Wasserstraße in Europa Ach echt? an Schiffsaufkommen. Also Ja. kam eine Penische hinter der anderen. Die kamen hier mit Erz, mit Kohle runter, ne? Vom Saargebiet zurück mit Eisen. Also das war War eine Polonaise. das ja. Heutzutage sind hier nur noch Freizeitkapitäne unterwegs. Für sie ist der Saarkanal ein Traum. Aber so gediegen wie mit der Tradition fährt kaum einer. Wow. Richtig alles hier aus Holz. Ja, kannst du fahren. Ja, jetzt oder was? Ja. Boah, das ist ja schon echt ein Pott hier. Auf der Fahrt erwarten uns eine ganze Menge Schleusen und die erste kommt schon ziemlich bald. Das ist schon schmal. Ja. So, und die Penischen, die hatten auf jeder Seite so viel Platz. Ne? Die sind 4 Meter breit und die Schleusen sind so 4,10 Meter. Neben der Schleuse stehen 2 alte Häuser. In einem davon wohnt Albrecht Zeuch. Früher war es eine Station für die Treidler. Das heißt, hier wurden die Pferde getauscht. Früher wurden die Peniche ja mit den Pferden gezogen. Dann waren hier innen drin das Restaurant, Futter konntest du hier kaufen, Weinhandlung, kleine Epicerie, also Lebensmittelgeschäft. Alles war hier im Haus. Ich bin vor 40 Jahren hierher gekommen, ich komme aus Frankfurt und bin durch Zufall hier oben mal gewesen und habe mir gesagt, das ist es. Ja. Auch von der Distanz her, weil die Möglichkeiten hier, du kommst von hier, Ja. komme ich an jeden Platz Frankreichs. Ich Echt? komme ins Mittelmeer, ich komme in die Normandie, ich komme ins Midi, Nee. ich komme wirklich überall hin. Okay, das ist ja spannend. Ja, wir machen jetzt erstmal Richtung Saargemünd Ja. und dann mal gucken, wo es noch Es gibt weitergeht. schön in Haaskirchen, das ist eine historische Mühle, die letzte Mühle, wo noch Mehl gemahlen wird. Ja? Er malt ein spezielles Mehl. Nur für Deshalb- Flammkuchen. Und deshalb ist er berühmt. Also das ist ein guter Tipp. Da gehen wir mal vorbei. Haaskirchen, Mühle, Flammkuchen essen. So, was machst du jetzt? Ich beantrage jetzt hier die Fernbedienung. Verteilung. Es geht irgendwo ein Kästchen auf. Sammeln Sie die Fernbedienung und das Ladegerät ein. Denken Sie daran, die Tür des Schließfachs wieder gut zu schließen. Und das ist jetzt eine Fernbedienung für Die Schleusen. Das heißt, du kannst halt immer dich anmelden damit. Ja, ja. Gut. Nummer 1, die erste Schleuse. Geht's noch 12 bis Mittagszeit. 12 noch, okay.
Auf den ersten paar Kilometern kommt wirklich eine Schleuse nach der anderen. Das geht jetzt hier peu à peu runter. Auf einer regelrechten Schleusentreppe geht es immer weiter abwärts. Für kleine Pausen ist zwischendurch aber noch Zeit. Leben wie Gott in Frankreich. Es ist so entschleunigend hier. Also das bringt einen so richtig runter. Günther braucht mich. Ich habe ja einen Job. Ich bin da, Günther, ich bin da. Zwischen zwei Schleusen kann man auch mal die Perspektive wechseln. Aus dem Treidlerpfad am Kanal wurde ein Radweg. Ja, bete an Bord kommen zu dürfen. Aber sicher doch. Am Ende des Tages haben wir etwa 20 Kilometer geschafft. Wir kommen zu unserer ersten Station, nach Mittersheim. Der kleine Ort hat einen relativ großen Hafen. So, bis später. Hoffentlich steht sie nachher noch da. Das Ding klaut keiner. Ja. Ein Restaurant gibt's in Mittersheim leider nicht. Aber kein Problem. Freunde von Freunden haben hier ein Haus gekauft und sie haben uns zum Abendessen eingeladen. Okay, mal direkt rein. Hallo. Hallo, willkommen. Oh, das ist ja spannend hier. Ich bin der Arndt. Ich bin Abi. Hi. Das ist Günther, das ist mein Capitano. Schön, schön. Das ist natürlich toll hier. Ne? Danke. Gerne. Feuer brennt schon. Ja, auch zum Dankeschön. Tee, ne? Da braucht man. Toll, dass es geklappt Danke hat. für die Einladung. Sehr gerne. Zum Wohl. Ihr seid aber keine Franzosen so. Das habe ich jetzt schon mal rausgehört. Nee, Ich komme aus Spanien. Aus Spanien? Ja. Okay. Wie seid ihr hierher gekommen? das war eher Zufall. Also wir Ein meine glücklicher Eltern, Zufall. Sehr Ja. glücklicher Zufall. Meine Eltern haben früher in Lothringen gewohnt. Und es hat uns immer super gut gefallen. Und wir haben das hier gefunden und uns direkt verliebt. 4 Tage später haben wir gesagt, wir nehmen es. War noch ein bisschen was zu machen am Haus. Und dann haben wir ein bisschen renoviert und gemacht. Und Das hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, es ist eigentlich ganz schön, was zu tun zu haben und dann gemeinsam was zu machen. Aber es ist total schön da drin, ne? So, hat so ganz urigen Charakter. ist gemütlich. Ja, es ist halt auch ein schöner Ausgleich. Wir wohnen halt sonst in Saarbrücken in der Stadt. Und am Wochenende sind wir eigentlich immer hier und haben so ein bisschen hier das Landleben, in Saarbrücken das Stadtleben und so eine gute Mischung einfach. Die Fahrt hierher ist immer schon super entspannend und kommen wir hier an und es ist alles relax. Machen Feuer an, wie jetzt für euch, ein bisschen Flammkuchen. Oh, gibt's Flammkuchen? Es gibt Flammkuchen, Natürlich. natürlich. Flambé. Ein bisschen Klischee müssen wir schon bedienen heute. Der erste Tag für mich auf meiner Expedition. Es gibt direkt das Klischee. Ja, Essen und Trinken ist natürlich sehr wichtig hier. Ne? Schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Sie haben auch sehr leckere Sachen. Das sind Genießer hier. Ja, total. Und das ist ja hier krummes Elsass. Das heißt, ein Ort ist Lothringen, der nächste ist vielleicht dann wieder Elsass. Das franzt so ein bisschen aus. Deswegen heißt es Krummes. Genau, krummes Elsass. Also der Ort hier ist zum Beispiel Lothringen und der nächste Ort ist dann schon wieder Elsass. So. Also ist schon auch besonders. Ja, dann auf Elsass und Lothringen. Ja. Man weiß ja nicht genau, wo man ist. Und auch die deutsch-französische Freundschaft. Genau das. Und Spanische. Ein perfekter Flammkuchen auf offenem Holzfeuer bei netten Menschen im Elsass. Der erste Abend endet wie im Bilderbuch. Ich mag Klischees. Wir kommen wieder. Immer gerne. Es wird Zeit, in die Koje zu hüpfen. Für ein Hausboot ist die Tradition ein echter Palast. Und mit ganz besonderem Stil.
Das ist übrigens das Badezimmer hier. Und man hat echt genug Platz, ne? Also, das ist ziemlich riesig dafür, dass es auf einem Boot ist. Und ich habe sogar eine Dusche. Da wird morgen geduscht. Toilette, großes Waschbecken. Echt cool. So, ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Der nächste Tag fängt leider nicht ganz so sonnig an. Der Gang zum Bäcker war ein bisschen nass. Das hört dazu. Aber dann haben wir auch weniger Staub auf dem Schiff. Ne? Hätte ich sonst wegmachen müssen. Oder? Ja, klar. Was willst du noch? Hast du genug? Ich hab noch, danke. Von den paar Regentropfen lassen wir uns nicht unterkriegen. Die Tradition hat schon viel mehr erlebt. Vor 100 Jahren war sie ein Lastkahn, so wie die Schiffe, die damals auf dem Saarkanal unterwegs waren. Das waren so früher diese Penischen, Ja. diese 39 Meter mal 5 Meter, die auch genau in die Schleuse reinpassen. Und die sind hier gefahren. Die sind hier gefahren. Das ist ein richtiger Koloss. Die hatten 250, 300 Tonnen Nutzlast. Ne? Hier vorne war Frachtraum und hier oben war dann die Wohnung, ne? Vor dem Steuerhaus. Da wohnt jemand drauf. Da wohnt jemand drauf. Ja, die haben auch Fenster an der Seite reingemacht, die früher nicht drin waren. Die Tradition hatte Glück, dass Günther sie gefunden und in ein wunderschönes Hausboot verwandelt hat. Wann hast du das gekauft? Das, 1990. das heißt, es ist 35 35 Jahre Jahre. dein Besitz. Ja, Wie lange hast du dran geschraubt? gute 20 Jahre. Deck aufgetrennt, Aufbau drauf, mit dem Ruderhaus hier angefangen und dann immer so eine eigene Idee, immer weitergebaut. Wie Zeit und Geld da waren. Ja. So, und dann die Mädels haben gesagt, der hat sie nicht mehr alle, da waren die schon mal weg. Ich habe 3 Stück verschlissen. Du hast 3 Freundinnen verloren, weil dein Hobby sehr intensiv war. Aber ich habe die nicht verloren, die gibt es immer noch, nur die sind abgehauen. Ich bin kein Typ, der irgendwo stundenlang am Strand liegt, ne, und lässt sich die Sonne da auf den Pelz freuen. Du musst was tun. Ja, klar. Ich muss denn so eine Sache verwirklichen und die ziehe ich auch durch. Ja. Also die Herzensangelegenheit auch, ne? Das, Auch das ist ja dein natürlich, Baby. das hört dazu. Also ist eigentlich das deine Freundin? Ja, die geht doch nicht fremd. Nee. Wir kommen zur Schleuse Nummer 16, auf Französisch Écluse 16. Auch hier gibt es eine ehemalige Treidlerstation. Ein Besuch in dem alten Gebäude lohnt sich, vor allem wenn man auf gutes französisches Essen steht, denn dies ist das beliebteste Restaurant in der ganzen Gegend. Hier ist meistens Hochbetrieb. Seit 2001 ist Jean-Yves Leroux der Besitzer und Küchenchef. Seine Frau Carole kümmert sich um den Service. Um einen Platz zu bekommen, sollte man vorher besser reservieren. Manche Gäste kommen von weit her. Offensichtlich macht das Essen glücklich. Die Zeit, als es hier noch Heu und Hafer für die Pferde gab, ist jedenfalls lange vorbei. Eine Gastwirtschaft gab es aber schon vorher, nur der Anspruch war ein bisschen anders. Es war vorher mehr eine Wirtschaft, wo man etwas trinkt, wo man tanzen kann. Und viele Leute, die jetzt 80 Jahre alt sind, haben sich hier getroffen und kennengelernt. Oh, jetzt kommt die Kreation. Hallo Yves. Ja, freut mich sehr, Jean-Yves Leroux, chanté. dass ich da sein darf. Du kommst direkt aus der Küche. Tu viens directement de la cuisine. Ja. Ja? Das heißt, du übersetzt ein bisschen für. Ja, weil er kommt aus Bretagne und er spricht dann gar kein Deutsch. Ja. Merci beaucoup. Kannst du ihn vielleicht mal fragen, was bietet ihr jetzt an? Was habt ihr für Gerichte? Wir wollten eine gute Küche machen mit lokalen Produkten und Jahreszeitprodukten. Moi, je vais expliquer, c'est des produits de saison et des produits locaux. Ja, stimmt. Wir richten uns nach der Jahreszeit und den Produkten.
Haute Cuisine, ne? Nein, keine Haute Cuisine. Eine erschwingliche Küche. Wir arbeiten einfach mit den Produkten. Also das ist euch wichtig, ne? Also regionale Produkte, die hier Lokal wachsen. und Jahreszeit. Ja? Jahreszeit auch. Ja. So ein Dessert mit Erdbeere bieten wir nicht im Dezember an. Das ist verboten. C'est interdit. Ne? Oui, c'est vrai. Erdbeeren im Dezember zu essen, das ist bescheuert. Boah, Erdbeeren, ich liebe ja Erdbeeren. Im Sommer ist es toll. Aber schmeckt richtig gut. Sehr ungewöhnlich, aber es schmeckt gut. Ja. Seid ihr beide auch ab und zu mal auf dem Kanal unterwegs? Nein, das haben wir noch nie gemacht. Nein. Nein. Aber es ist immer so, was die Leute vor der Nase haben. Stimmt. Soweit das Auge reicht, ist hier scheinbar nichts als Wald. Doch ganz in der Nähe gibt's viel zu entdecken. Nur ein kleines Stück entfernt liegt ein wunderschöner Ort. Hier wohnen nur ein paar wenige Menschen. Einer von ihnen ist Waltraud Schönfeld. Sie lebt in einem alten Forsthaus. Wie alt ist das Haus? Von 1680. Was? Echt? Und tollen Garten hast du auch. Ja, das ist mein großes Glück. Das ist ja schon ein sehr schöner Ort, gell? Also ich lebe hier im Paradies. Das ist Paradies hier. Ja, für mich. Wir haben es gefunden. Für mich ist Viele haben es gesucht. Hier ist es. Für mich ist das Paradies, Ja? wirklich. Wenn ich morgens die Tür aufmache, denke ich, ich bin im Paradies. Ist so. Die Vögel zwitschern, überall Natur. Das ist einfach herrlich. Ja, zeig mir mal ein bisschen was von deinem Garten. Wo kann man denn Ja. überall lang gehen? Komm. Da sind ja auch interessante Figuren überall. Ja, also das habe ich alles selbst gemacht. Das hast du hast du geschmiedet oder was? Nee, geschweißt. Du kannst schweißen. Ich kann schweißen. Okay, wow. Ja, ich habe immer Ideen im Kopf. Ich habe ja auch ein paar Figuren da, die ich getöpfert habe. Ich mache halt so Kram gern. Ja, ein schöner Kram, ne? So künstlerischer Kram. Den großen Garten macht Waltraud mit ihren 84 Jahren noch immer, so gut sie kann. Und wie kommt es, dass du jetzt hier Wurzeln gefasst hast quasi? Wir hatten ein bisschen Geld gespart, mein Mann und ich, und wir wollten uns ein Wochenendhaus kaufen. Und das ist hier dabei rausgekommen. Ja. Und das Wochenende dauert jetzt seit wie lang? Wie viele Jahrzehnte? 40 Jahre. Nächstes Jahr sind es 40 Jahre, dass ich hier fest wohne. Und fühlst dich aber wohl, oder? Sauwohl. Oh, sau. Mir gefällt's hier. Die Leute sind sehr nett. Wunderbar. Direkt nebenan liegt wie im Dornröschenschlaf ein verwunschener Ort. Château Bonnefontaine, zu Deutsch Schloss Gutenbrunnen. Es wurde im frühen 19. Jahrhundert als Thermalstation gebaut. Dem Wasser werden Heilkräfte zugeschrieben. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss leider stark zerstört. Der jetzige Besitzer versucht, es Stück für Stück zu restaurieren. Ein kolossales Projekt, für das man viel Geduld und Nerven braucht. Gutenbrunnen gehört zur Gemeinde Altvilla. Das kleine Dorf hat erstaunlich viel zu bieten. Zum Beispiel eine Mikrobrauerei. Schon der Name macht neugierig. Le Centième Singe, der 100. Affe. Bonjour. Bonjour, Arndt. Bonjour, Hugues. Du hast einen Dschungel, einen Jungle. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Das ist der Dschungel im Elsass. Le Centième Singe. Le Centième Singe. Der Slogan unserer Brauerei lautet: Lasst uns mehr Affe sein. Auf Französisch klingt das wie Lasst uns weiser sein. Ein Wortspiel. Wir arbeiten absolut regional mit einem elsässischen Hopfenbauern, einer elsässischen Melzerei und auch unsere Kunden sind von hier. Mit kurzen Wegen verringern wir den ökologischen Fußabdruck. Einen alten Viehstall hat Hugues in seine kleine Brauerei verwandelt. Wir haben verschiedene Sorten Malz. Diese hier heißt Wien. Da schmeckt man mehr das Getreide heraus.
Die ist für helles Bier. Die nächste heißt Biscuit und gibt eher einen Geschmack nach qui va Kuchen. donner un peu des arômes de gâteau. Alors, c'est Das braune Bier kommt gleich danach. juste après. Ah, das riecht ein bisschen würziger. C'est la malterie. Das kommt durch die Melzerei. Wenn die Gerste stärker erhitzt wird, bekommt das Malz eine Karamellnote. Caramel, pour l'ambré, justement. Alors, si on... Und wenn man die Gerste noch ein bisschen mehr erhitzt, bekommt man ein Schokoaroma. Chocolat. Aha, es wird immer Pour les dunkler. bières brunes. Donc là, on va avoir des arômes chocolat. La bière de Noël. Das ist eher für Et Weihnachtsbier. notre rôle, c'est en fait... Unsere Rolle ist es, die verschiedenen Sorten so zu mischen, dass wir unseren eigenen Mix bekommen. Et après, on aura notre mix. In einer seiner beiden Ferienwohnungen lädt Hugues mich zur Bierprobe ein. Voilà, voilà. Oh, der Dschungel geht weiter. So, jetzt beginnt der Spaß. Hier? Voilà. On va commencer avec de la Wir fangen mit Weißbier an. Es sind starke Biere, deswegen gibt's immer nur einen kleinen Schluck. Petit Schluck. Nur ein ganz kleiner Schluck. Voilà. On va bien sentir les houblons. Et on Das ist hopfenbetont und hat ein Aroma von Zitrusfrüchten. Agrumes. Das ist der kleine Schluck, den er meint, ne? Nummer Halt, santé. Leicht süffig. Donc la prochaine, Das nächste ist ein Sommerbier. Da schmeckt man Ananas und Pampelmuse heraus. pamplemousse. Ah, okay. Voilà, santé. Et allez. Oh, so viel. Santé. Santé. Donc bière blonde. Alors la prochaine, c'est Das nächste ist ein IPA. Das hat viel mehr Hopfen und ein Aroma von Litchi-Pampelmuse. Litchi. litchi pamplemousse. Santé. Santé. Ja, es schmeckt langsam. Alors la prochaine, c'est Für das nächste haben wir eine Goldmedaille bei der französischen Biermeisterschaft gewonnen. totalement différente. Santé. Oh, das war fast schon so ein bisschen Nachtisch. On peut boire cette bière. Man könnte das zum Apfelkuchen trinken. Apfelstrudel. Apfelstrudel. On a gardé la plus. Zum Schluss noch das Stärkste. Das hat 9% Alkohol. Neuf. Oui, 9. Ça, c'est plutôt pour l'hiver. Santé. Wow, aber die sind gut. La prochaine fois que Bei deinem nächsten Besuch probieren wir 20. Schade, dass es in Altvilla kein Hotel gibt. Aber dafür gibt's ihn. Ulik Kalat ist offiziell Zirkusdirektor, hat in seiner Scheune ein riesiges Probentheater und ist Spezialist für Roboter. Der Mensch steckt voller Energie. Prima. Bereit für die Arbeit. Die Probe für die nächste Show findet wegen des Wetters heute drinnen statt. Eine spannende Bastlerhalle hast du hier. Ja, wir haben Platz, 750 Quadratmeter. Und hier startet die Show jetzt. Genau, oder hier was? startet die Show. Okay, I'm ready, so you can go whenever you're ready. Can we start? All right, let's go. Der italienische Künstler Luca lässt sich von dem Roboter ganz schön durchwirbeln. Aber er bleibt dabei cool. Ja, du bist auch froh, dass du jetzt hier sitzt und nicht da, oder? Ja, mir macht das schon auch Spaß, aber Aber das sah auch ein bisschen anstrengend aus. es ist sehr anstrengend. Der ist ja so alle durchgeschwitzt. Der hat jetzt Leistung gebracht. Die Frage ist, wann setze ich mich da rein? Also wir lassen ungern Leute rein damit fahren, weil es doch erstmal, man wird sehr, sehr seekrank. Also, wenn man das nicht kann ich mir gewohnt vorstellen. ist. Ich habe lang gebraucht, bis ich das aushalten konnte. Ja, Wobei, das sieht eigentlich aus, also sieht ja relativ bequem aus, auch dass man da irgendwie ganz gut sitzen kann. ja. Boah. Okay, jetzt, wenn man so daneben steht. Ja. Und wie viel hast du? Hast du jetzt eins oder hast du mehrere von Ich habe diesen 4 Robotern? Roboter. 4 hast du. 4 Stück. Einer war jetzt jahrelang mit Cirque du Soleil unterwegs. Da waren wir auf Welttournee. Wir waren in Saudi-Arabien, Südamerika. Wir können das Zeug halt alles hier proben. Das ist ganz Wie gut. kommst du denn hierher? Also man hört es ja ein bisschen, du bist der Bayer. Ich bin der Bayer, ja. Ja, wie kommst du denn jetzt es hier war da? Liebe, französische Frauen. Also Ach das ist, so.
Wie es halt so immer ist. Die war aus Paris, ich aus München und dann haben wir uns in der Mitte getroffen sozusagen. Ja. Echt, oder? Ja, ja, es ist genau die Mitte zwischen Paris und München. Ja. Also, ich fühle mich wahnsinnig wohl hier. Also, ich habe hier viele Freunde und unheimlich viel Hilfe auch und offene Herzen. Die mögen das Bayerische gern und ich trinke auch gern Bier. Also von daher läuft es gut zwischen uns. Ja. Boah, dein zünftiges Bier. Zünftiges Bier. Ja. Ja, das ist schon beeindruckend. Aber du hast gesagt, also Helene Fischer stand auch schon quasi Ja, ja, auf die stand dem. da schon drauf, genau. Das war ihre Lieblingsnummer, die war ganz happy. Sie sagt, das macht so Spaß, ja, und es ist nicht anstrengend für mich und ich kann mich auf Singen konzentrieren und so. Und die Leute haben es geliebt, das war schön. Aber die ist auch fit, ne? Also die ist fit wie ein Wünsche, unglaublich, ja. Die hat sich ja verletzt gehabt und da hat mich meine Mutter angerufen und hat gesagt, bist du da schuld dran gewesen? Die ist ein riesen Helene Fischer-Fan, meine Mutter, mit 92, ja, ganz verrückt nachher. Und er hat gesagt, ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Der Roboter war's. Nein, der war's nicht. Was für ein großes Kino hier im kleinen Altvilla. Zu dem auch der noch kleinere Neuweierhof gehört. Und selbst der steckt voller Überraschungen. Der Parc Nature de Cheval ist ein Tier- und Erlebnispark für die ganze Familie. Heute sind 2 Schulklassen im Park unterwegs. Charlotte gehört zum Team. Sie kümmert sich nicht nur um die kleinen Besucher, sondern auch um die Tiere. Im Park gibt es viel zu entdecken. Nicht nur Kinder haben hier ihren Spaß. Was haben wir denn hier auf dem Pferdehof? Ist doch mal ein Cheval. Das Pferd. Charlotte, welche Attraktionen habt ihr hier im Park? Hier im Park, wir haben Sentier des Enigmes. Rätsel? Rätsel, ja. Rätsel? Ja, wir haben Rätsel. Wir haben Sentier Pieds Nus. Das ist ein Chemin. Ah, so Barfußpfad? Ja. Barfuß. Ja. Wir haben noch einen kleinen Bauernhof mit kleinen Tieren. Mit Tieren? Ziegen, Schafe. Ja, Schafe, Schwein und Pferde. Ja. Oh, Leckerli. Ja, Leckerli. Was ist da drin? Das ist ein Mix. Wir haben noch Apfel und Karotten. Okay, kann man das auch essen? Das ist nicht gut, ne? Gepresstes Müsli. Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich bei der Show. Ja? Ja. Freue ich mich sehr. Dans un premier temps, messieurs, dames, vous allez vous vêtir d'un magnifique aume sur la tête. Veuillez le récupérer. Zum festen Programm gehört eine richtige Show. Mittelalterlich angehaucht wie der ganze Park. Und dazu noch richtig artistisch. Gucken, ob er das schafft. Echt beeindruckend. Das war cool. Weniger cool ist das Wetter. Es regnet schon wieder.
Aber die Reise geht weiter. Das nächste Ziel heißt Harskirchen, denn hier soll es ja etwas Besonderes geben. Die alte Mühle liegt auf der anderen Seite des Dorfes, in der Rue du Meunier, der Müllerstraße. Der Müller persönlich erwartet mich schon. Roger Röser ist es gewohnt, den Neugierigen seine Mühle zu zeigen. Und die ist ja auch wirklich spektakulär. Das sieht ja richtig alt aus. Von wann ist denn die Mühle? Von 1532. 1532? Ja, ja. Das sind alles Geräte von 1921. Das ist die Übersetzung von draußen vom großen Wasserrad. Ah, wie funktioniert das? Das ist dreimal übersetzt bis an die Transmission. Im ersten Stock wird alles gemalt. Kommt hier runter und geht hoch bis zum vierten Stock. Und im vierten Stock wird alles gesiebt. Warum macht ihr das erst runter und dann wieder hoch? Ja, das muss gesiebt werden, das muss getrennt werden. Ah, okay. Das ist oben. Ja, gehen wir hoch. Ja. Und da wird es jetzt gemahlen? Oder? Ja, am Anfang, wenn der Weizen kommt, messen die Walze, wo diese hier drin sind, die werden auch auseinandergestellt. Und am jeden Gang, wo es Das ist durchgeht, ein bisschen feiner. wird es jedes Mal wieder enger gestrickt. Ja, okay. Das sind die Becherwerke. Dieser Paternoster. Ich kann gar nicht so schnell gucken. Da sind 80 Becher dran. Okay. Und das ist ausgerechnet, dass jeder nur ein bisschen nimmt. Ja. Sie können es ja nicht voll nehmen, das ist ja oben alles verstoppen. Und hier wird alles gerischt. 550, Ja. bei uns 55. Ihr lasst die Null weg. Wir machen auch 65, Mhm. das ist noch grober. Ja. Und dann geht's weiter nach oben. Nochmal. Gehen wir hoch? Ja. Noch dreimal. Noch? Ja. Das ist jetzt fertige Mehl. Und da ist extra Blech drin, das ist das weiße Blech. Ja. Das nennt sich Das- Weißblech. Dass sich das durchrieselt. Und dann geht es wieder da in das Becherwerk da. Nehmt es mit hoch und oben werft es da in das Silo. Ja, okay. Völlig verwirrend. Das ist ganz schön kompliziert, so eine Mühle. Boah, wenn man da länger hinguckt, da wird einem schwindelig. Das ist ein Exzenter, das macht gehen. Da ist das Mehl, wo wir unten gesehen haben. Okay, und du kannst überall testen, einfach ob das gut ist. Voilà. Ja? Und das ist dann zum Säcke hochziehen, oder Ja, was? Nee. Ich zeige euch oben, wie es geht. Oben Ja. auf dem anderen Stück. Okay. Gehen wir hoch, oder? Ja, gehen wir hoch. Ja, das ist ja schon cool, dass das alles aus Holz ist. So, also wirklich so wie so eine Zeitreise eigentlich, ne? Das ist der Aufzug. Ah. Dann zieht man hier am Blumenstrang. Ja. Und dann spannt das Gewicht wieder den Riemen. Und der Riemen ist angetrieben mit einem leeren Rad, wo mit der Transmission geht. Inge. Man kuppelt ein. Ja, Kupplung. Und dann kommt, Ah. dann kommt der Sack hoch. Gell? Was passiert denn mit eurem Mehl? Wo geht's denn hin? Wir haben auch Bäckereien, Metzgereien, Patisserien. Und ein kleiner Teil geht auch in euren eigenen Flammkuchen. Ja, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, können Sie einer essen. Ja, gerne. Versteht sich doch von selbst. Das war ja schließlich der Tipp vom Mann an der Schleuse. In der Auberge du Moulin, dem Mühlengasthaus, wird das Mehl zu Flammkuchen verarbeitet. Direkter kann der Weg vom Produzenten zum Konsumenten kaum sein. Hier soll es eine ganz besondere Flammkuchenvariante geben, die man unbedingt probiert haben muss. Wow, das sieht toll aus. Ja, So, das ist die Spezialität, da ist einfach noch viel Knoblauch drin. Knoblauch und Peterling. Petersilie, Ja. Peterling. Ist das jetzt auch typisch für die Region hier oder habt ihr das erfunden? Kann ich sagen, wir erfunden ein bisschen. Haben wir gedacht, das probieren wir mal, das machen wir drauf und Ja. wird ziemlich viel verlangt. Bin sehr gespannt. Ist wahrscheinlich heiß, ich verbrenne mir direkt die Zunge. Ja, jetzt nicht mehr. Schmeckt's? Voll gut. Guten Appetit. Danke.
Günther, bin wieder da. Nach all den Zwischenstopps müssen wir uns beeilen. Um 18 Uhr machen die Schleusen dicht. Aber inzwischen sind wir ja ein eingespieltes Team. Die sind aber normalerweise zum Festhalten, wenn einer reinfällt. Wenn du jetzt rausfährst, die ist jetzt leer gelaufen, dann hast du ja im Unterwasser immer Verwirbelungen. Ne? Und das merkst du am Schiff, das geht dann hin und her. Hin und her geht's aber nicht nur wegen der Verwirbelungen von außen. An so ein Steuerrad muss man sich erst mal gewöhnen. Ja, daher kommt der Name einer Seefahrt, die ist lustig. Der Schunkelwalzer. Mein Kumpel Heiner hat das Ding schon in die Böschel gesetzt. Der hat das geschafft, auch hier auf dem Kanal. Komm, Günther, mach mal wieder. Soll ich mal weiter? Ja, komm mal. Jetzt wird es gerade anstrengend für mich. Oh, das ist echt viel. Komm, ich auch mal weiter. Mir ist auch schon warm jetzt. Unser Tagesziel schaffen wir zum Glück noch. Es ist der Hafen von Saralp, einer kleinen Stadt mit einer großen Kirche. Aber in Saralp gibt es noch etwas Ungewöhnliches. Einen Handwerker mit einem immer seltener werdenden Beruf. In einer alten Hutfabrik hat er seine Werkstatt. Aber mit Hüten hat Freddy Bauer nichts am Hut. Schreiner ist er auch nicht, obwohl es hier fast danach aussieht. Du bist Orgelbauer. Ich bin Orgelbauer. Einer der berühmtesten im Elsass. Ja, vielleicht nicht der berühmteste. Okay, aber bekannt. Das sind ja hier in der Mosel, also Lothringen. Aber ich bin Elsässer. Du bist Elsässer, okay. Darfst du hier wohnen? Ja, als darf ich. Okay, und du machst also Orgeln? Ja, also ich restauriere mehr Orgel, als ich fabriziere. Das ist die Werkstatt, wo wir eigentlich die Handarbeit machen. Das ist ja lustig. Hä? Ja. Das sind Orgeln? Das sind Orgeln. So ungefähr waren sie im Mittelalter. Und die funktionieren? Die funktionieren, ja. Diese Orgel, das war mein Apprenti, ein Geselle, sagt man Geselle. Ja. Der musste Pfeifen machen für die Schule. Dann hat er so eine Orgel auf der Internet gesehen, hat sie gemalt und hat sie gebaut. Und da hat er einen Preis gekriegt in Straßburg und in Paris. Und ich war dann sehr jaloux und habe diese gemacht. Du warst neidisch, du wolltest auch Genau, eine. ja, genau. Ich sagte, den muss ich aber jetzt mal betreffen. Jetzt mache ich hier noch Alpha und Omega rein Ja, und geil. Fisch und, und ich mache es aus Holz. Ja, genau, nicht dasselbe. Premier Prélude de Bach. Oh, hast du erkannt? Ja. Ja? Natürlich. Sehr gut. Und für was hast du hier Bücher? Ja, also Alte. Also um den Beruf zu lernen, haben wir das Buch. Das ist euer Lehrbuch? Ja, genau. Echt? Das wurde im 18. Jahrhundert geschrieben. Steht hier. L'art du facteur d'orgue. Das war ein Mönch. Die Kunst, wie man Orgel macht. Und der Mönch, der sagt alles sehr einfach. Jeder der das liest, kann auch eine Orgel bauen. Ah, wow. Das ist die ganze Mechanik, da sieht man die Klaviatur. Da sieht man den Organisten. So eine Orgel, das sind ungefähr 2.000 bis 3.000 Pfeifen. 2.000 bis 3.000? Ja. Hoffentlich geht die jetzt. Lass mal da rein. Hier? Was rauskommt. Da muss viel Luft rein. Ah, okay. Und wie macht ihr die Verbindung hier? Das wird gelötet. Ah, okay. Aber die geht da nicht. Da ist kein Mund hier. Da muss man den Mund rausschneiden. Und dann, wenn man den Mund rausnimmt, Und dann geht's.
dann geht die Pfeife. Ja, sehr interessant. Noch nie eine Orgel so im Innenleben gesehen. Danke für den Einblick. Das sehen eigentlich ganz wenige Leute. Ja, genau. Das siehst du immer nur in der Kirche, siehst du dann die Front. Aber mal hinter die Kulissen zu gucken, ist schon auch mal schön. Vielen Dank. Vielleicht sollte ich mir demnächst mal ein schönes Buch über Orgelbau besorgen. Im Hafen von Saalb klingt der zweite Abend an Bord aus. Am nächsten Morgen brechen wir auf zum Ziel der Reise, Saargemünd. Doch vorher erwarten uns noch ein paar Schleusen. In der Bordküche bereite ich schon mal das Mittagessen vor. Mit einem Schiff wie der Tradition ist man nie ganz allein. Am Kanal kennt man das Schiff und seinen Kapitän. In Wittring machen wir Pause. Marc, der Hafenmeister, ist ein guter Freund von Günther. Essen ist fertig. Der Duft, der kommt mir schon entgegen. Wunderbar. Ein Service. Ist das so ein Essen nach deinem Geschmack? Wunderbar, wunderbar. Wir können hier auf dem Schiff so eine Garküche aufmachen, weißt du, wie in Thailand. Die fahren dann auch mit dem Essen rund. Alle tolle Tour hier bei dir, Günther, muss ich sagen. Habe mich sehr wohl gefühlt. Ja gut, für dich ist neu, für mich Gewohnheit. Ne? Ja. Und man lebt so seinen Traum. Ne? Auf den letzten Kilometern fließt die Saar direkt neben dem Saarkanal. Das Problem. Wir schlängeln uns weiter Richtung Norden. Und dann ist es soweit. Nummer 27, die letzte Schleuse. Direkt dahinter mündet der Kanal in die Saar. Wir sind in Saargemünd. Im Hafen liegt die Pauline, ein ehemaliges Frachtschiff. Und wir werden bereits erwartet. Willkommen an Bord in Saargemünd, ne? Hallo. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Hoppala. Hallo. Ihr kennt euch aber auch schon lange, ne? Günther, Robby? Ja, klar. Robby? Robby. Wie lange kennt ihr euch schon? Schon ein paar Jahre, ne? Sind schon ein paar Jährchen hier, ja klar. So ungefähr so 15 Jahre. Ja, man kennt sich, die Welt ist klein auf dem Wasser. Und wenn er zu uns kommt, wir werden bei uns im Club werden. Ja. Ich bin auch mal gerne hier. Dann ist der Service hier, das stimmt alles. Der Service stimmt. Ja. Du hast ja auch einen tollen Liegeplatz hier, ne? Direkt an der Pauline. Ja, er ist ein Privilegier. Ja. Der hat das Platz an der Pauline, nicht jedes Boot. Ist das euer Vereinsheim? Das oder? ist unser Clubhaus. Ja. Und im selben ist das die Kapitänerie. Also die Kapitänerie, das Ja. ist der Hafenmeister, sein Platz. Ne? Wenn die Boote dann ankommen, werden hier angenommen, kriegen hier Platz und so weiter und so weiter. Ihr seid schon Familie, ne? Wie? So. Ihr Bootsfahrer untereinander seid schon auch eine Familie. Ja, so kann man sagen, ja. Der richtige harte Kern der Bootsfahrer, ja. Ja, ist schon so. Ich muss ja sagen, die letzten 3 Tage, die waren echt schön. Also ich habe mich so wohl gefühlt Danke. bei dir an Bord. Das hat so viel Spaß gemacht. Es war entspannend und entspannt. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir jetzt aufhören müssen hier. Du kannst ja bleiben, die ist offen. Kein Problem. Vielen Dank nochmal für die Tour. Gerne, jederzeit wieder. Hat Spaß gemacht. Mir Wenn ich auch. dich irgendwann mal sehe auf dem Wasser, ich springe sofort drauf. Ne? Okay, wenn du schnell genug schwimmen kannst, komm Jetzt gehen wir hinterher. grillen, oder? Jetzt gehen wir Jetzt grillen. gehen wir grillen. Ja, das ist ja eins und der Geld.